Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Mit den Apps Bevel und Athletic gibt es zwei bewährte Apps, die Gesundheits- und Trainingsanalyse bieten und somit die Apple Watch um wichtige Funktionen erneuern, vor allem für uns Sportlern. Mit Peakwatch gesellt sich eine weitere dazu, die zwar das Rad nicht neu erfindet, aber auf der einen Seite komplett in Deutsch ist und auf der anderen Seite aufgeräumter wirkt. Ich habe die App jetzt einige Zeit getestet und verrate euch im heutigen Video, wie gut sie sich geschlagen hat und wie sie im Vergleich zu den anderen bewährten Apps ist. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Peakwatch konzentriert sich bei den Funktionen auf drei Kernbereiche. Das ist auf der einen Seite die Bewertung des Trainings. Wie intensiv habe ich trainiert und wie intensiv soll ich trainieren? Auf der anderen Seite auf die Schlafanalyse. Wie gut habe ich geschlafen und wie waren meine nächtlichen Metriken, das heißt wie die Ruheherzfrequenz oder die Herzfrequenzvariabilität. Und der dritte Punkt ist das Stressmanagement in Form einer Body Battery, die sich je nachdem, wie stressig mein Tag war oder wie intensiv ich trainiert habe, langsamer oder schneller abbaut. Das ist aber jetzt natürlich nur grob zusammengefasst. Ich würde sagen, gehen wir mehr ins Detail und schauen uns mal gemeinsam die App an. So sieht der Startbildschirm aus. Ganz oben haben wir eine kleine Begrüßung und dann folgt doch schon ein Vorschlag bzw. eine Analyse des aktuellen Status. Ich lese das jetzt mal so vor. Die Trainingsbereitschaft ist hoch, hervor im Schlaf priorisieren. Dieser Wert könnte sich nicht ändern. Du bist aktiv am Trainieren, die Körperenergie ist um 44% gesunken. Du kannst die Trainingsvorschläge einsehen und moderates Training beibehalten, während du jederzeit auf deinen Körper hörst. Ja, und wie man sieht, also man weiß schon ungefähr, was gemeint ist. Die Formulierung bzw. die Übersetzung ist aber noch sehr holprig. Gehen wir weiter zum ersten wichtigen Punkt, das ist die Body Battery. Die Body Battery zeigt mir an, wie sich die Energiereserven des Körpers über den Tag entwickeln. Nachts lädt er sich auf, beziehungsweise untertags auch in ruhigen Momenten und bei Stress oder Aktivität entlädt er sich wieder. Der Wert ist also dynamisch und dient als Indikator, wann der Körper bereit für ein intensives Training ist oder Ruhe benötigt. Hier sieht man also den aktuellen Stand. Bei mir sind noch 43% übrig und weiter unten den Battery-Stand zu dieser Zeit im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 30 Tage und dann einen Graph. Auf der linken Seite sehen wir den Schlaf, wo sich die Body Battery aufgeladen hat und rechts, wie sie sich wieder entladen hat. Auch hier grün markiert sieht man die Aktivität. Ich war heute laufen und in diesem grauen Schatten auch den Stress des Tages. Anschließend sieht man noch, welche Aktivität Auswirkungen auf die Body Battery gehabt hat. Der Schlaf hat mir 37 Punkte gebracht, Laufen 12 Punkte oder 12% gekostet und dann sehen wir auch noch die Body Battery Daten der letzten 7 Tage. Wenn wir wieder zurückgehen, ist der nächste Punkt Erholung. Dieser zeigt an, wie trainingsbereit man ist, basierend auf zwei Faktoren, und zwar auf der Herzfrequenzvariabilität und der Ruheherzfrequenz verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 60 Tage. Und weiters findet man noch einen Graph des HFV-Wertes im Laufe des Tages. Hier wurde aber noch nicht aktualisiert, darum sieht man hier auch noch nichts, sowie die Werte der letzten 7 Tage. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest und wenn du auch zukünftig keine Videos von mir verpassen möchtest zum Thema Sportuhren, Smartwatches oder Sport-Apps, dann kannst du doch gern meinen Kanal abonnieren. Dazu sage ich recht herzlichen Dank und schon geht's wieder weiter. Der dritte Punkt ist die Belastung. Dieser zeigt an, wie stark das Herz-Kreislauf-System im Laufe des Tages belastet wird, basierend auf allen Aktivitäten wie Sport, Gehen oder stressigen Momenten. Alles fließt hier ein und füllt den Balken. Hier ist es auch wichtig, das Belastungsziel zu definieren. Dazu klickt man auf die drei Punkte und geht auf Trainingsmodus und je nachdem, was man hier wählt, ist die Zielbelastung des Tages höher oder niedriger. Unter dem Punkt Trainingsempfehlung bekommt man eben Trainingsvorschläge und sieht auch gleichzeitig die Auswirkung auf die Belastung. Wenn man nochmal kurz nach oben geht, sieht man, dass mein Ziel 48 bis 64% ist. 45 habe ich bereits, also mir fehlt nicht mehr viel. Das erste Beispiel wäre Yoga, das würde 3% Belastung bedeuten und somit würde ich in meinen Zielbereich hineinkommen. Weiters findet man auch sein Workout, das man an dem Tag durchgeführt hat, die Herzfrequenz des Tages sowie die Belastung der letzten 7 Tage. Ja, und das war's schon.
Unter Gesundheitsdaten findet man auch zwei Punkte. Auf der einen Seite die Schlafanalyse. Hier sehe ich die Schlafdauer und die Schlafqualität. Die war bei mir letzte Nacht sehr gut. Da ich eine Schlafdauer definiere, bekomme ich hier weiter unten angezeigt auch, ob ich ein Schlafdefizit habe oder nicht. Bei mir ist es leider so, dass die letzten 2 Nächte ein kleines Defizit angesammelt hat, aber nicht viel, 11 Minuten. Und dann gibt es weiter noch die ganzen Schlafphasen, beziehungsweise wie viel erholsamen Schlaf ich letzte Nacht bekommen habe. Ich sehe auch die Schlafdauer der letzten 7 Tage im Durchschnitt, beziehungsweise hier habe ich auch die 30 Tage, 7 Tage Max, 7 Tage Minimum. Ich sehe auch die Schlafkonsistenz, das heißt, ob ich mich an meine Einschlaf- und Aufwachzeiten gehalten habe. Auch die Herzfrequenz während des Schlafes wird hier angegeben mit dem durchschnittlichen Wert maximal und minimal und auch die Herzfrequenzänderung bzw. Atemfrequenz, die Blutsauerstoffsättigung, alles wird mir hier angezeigt. Wenn man wieder herausgeht, gibt es noch einen weiteren Punkt und zwar nennt sich der Nettoenergie. Unter Nettoenergie findet man seine verbrannten Kalorien, aufgeteilt in aktive und passive Kalorien. Verbindet man eine Food-Tracking-App mit Apple Health, dann werden auch hier die aufgenommenen Kalorien gegenübergestellt. Auch hier hat man weiter unten eine Statistik der letzten 7 Tage. Weiters findet man noch das Workout, das man an diesem Tag oder die Workouts, die man an diesem Tag durchgeführt hat und die wichtigsten Körperwerte, sprich Herzfrequenzvariabilität, die Ruheherzfrequenz, Atmung, Blutsauerstoff und die Handgelenkstemperatur. Für mehr Infos kann man dann noch auf die Metriken draufklicken und bekommt dann noch Infos zum heutigen Durchschnittswert, dem Durchschnittswert der letzten 60 Tage sowie dem Normalbereich. Ganz unten gibt es auch noch den Punkt Trends. Hier findet man sozusagen seinen persönlichen Fortschritt. Man kann sich die Werte für die letzten 7 Tage, 30 Tage und 60 Tage ansehen. So erhält man in erster Linie hier Auskunft über das Verhältnis von Erholung und Belastung. Weiters gibt es auch hier die Trainingserschöpfung, die die langfristige Fitness mit der kurzfristigen vergleicht. Bei anderen Sportarten zum Beispiel heißt dieser Punkt auch Cardio-Load-Status oder ganz einfach Belastungsverhältnis. Ziel ist es hier wie immer die kurzfristige Belastung, das ist die Ermüdung, über der langfristigen, das ist die Fitness zu halten, um seine Fitness zu verbessern. Bei mir ist das momentan nicht der Fall, also ich muss mich noch ein bisschen anstrengen, damit ich wieder darüber komme. Weiters gibt es auch eine Aufteilung der Herzfrequenz in verschiedenen Zonen, eine Auskunft über den Trainingsfokus sowie die Herzfrequenzvariabilität und die kardiovaskuläre Fitness, sprich den V2 Max. Unter dem Punkt Workouts kommt man zum Trainingsverlauf. Hier kann man das Training der Vergangenheit auswählen und sich die Trainingsanalyse ansehen. Wir machen das auch gleich mit dem Lauf von heute. Hier sehen wir in erster Linie mal die allgemeinen Daten sowie den Pulsverlauf. Das war ein Intervalltraining. Weiters sehen wir die Pulszonen und hier kommen wir schon zur ersten Trainingsanalyse und zwar dem Trainingsaufwand. Dieser misst, wie intensiv und wie lange man trainiert hat, basierend auf der Herzfrequenz während des Trainings im Vergleich zur Ruheherzfrequenz. Hier sieht man 5,02, das Maximale wären 10. Laut App ist das herausfordernd gewesen. War es auch definitiv für mich, denn es war ein V2 Max Training. Anschließend findet man den Trainingsimpuls. Hier wird ebenfalls die Belastungsintensität berechnet, jedoch im Verhältnis zum maximalen Puls. Hier habe ich einen Wert von 11 bekommen, maximal wären 18 gewesen. Danach folgt der Trainingsfokus, das bedeutet, hatte mein Training einen aeroben, hochaeroben oder anaeroben Trainingseffekt. Des Weiteren findet man den Energieverbrauch, der zeigt, wie der Kalorienverbrauch beim Workout im Vergleich zum Kalorienverbrauch in der Ruhephase aussieht. Hier ist mein Wert extrem, das heißt, ich habe hier für die Dauer des Workouts einen sehr hohen Kalorienverbrauch gehabt. Zum Schluss gibt es dann noch eine weitere Metrik, die die Trainingsintensität ausdrückt, gefolgt von der Herzfrequenzerholung nach dem Training sowie der Bewertung meines V2 Max und der Auswirkungen auf den HV. Da die Uhr offenbar noch keine HRV-Messung getätigt hat, sieht man auch hier keine Werte. So viel mal zur mobilen App. Als nächstes schauen wir uns an, wie Peakwatch auf der Apple Watch aussieht. In erster Linie ist mal positiv, dass man sich die wichtigsten Metriken als Komplikationen einstellen kann. In meinem Fall habe ich ganz links oben die Body Battery,
in der Mitte die Erholung und rechts oben die Belastung eingestellt. Auf der Uhr bekommt man die wichtigsten Daten zusammengefasst. So sieht man in erster Linie mal die Body Battery, die Erholung, die Belastung, den Schlaf und die verbrannten Kalorien. Sollte es vorkommen, dass die Daten auf der Uhr und in der App mal nicht passen, dann hat man hier mit Daten neu laden die Möglichkeit, das Ganze wieder zu synchronisieren. Wenn rechts oben so ein kleiner Pfeil ist, dann kann man auch draufklicken und bekommt dann noch ein paar mehr Details, wie zum Beispiel welche Daten oder welche Metriken ausschlaggebend eben für die Erholung sind, wie die Herzfrequenz, Variabilität und die Ruheherzfrequenz. Unter Belastung sehe ich noch einmal den aktuellen Stand, Ziel, die Erholung, die Herzfrequenz des Tages und mein Workout. Unter Schlaf findet man in erster Linie die Schlafqualität. Wenn man eins runterblättert, dann eben Auskunft zu den Schlafphasen, beziehungsweise wenn man nochmal runterblättert, auch die Schlafdauer und den Durchschnitt der letzten 7 Tage. Last but not least findet man auch die verbrannten Kalorien dann auf der Uhr. Hier ebenfalls wieder aufgeteilt in aktive und Ruhekalorien, beziehungsweise wie gesagt, wenn man das Ganze mit einer Food-Tracking-App verbindet, dann bekommt man hier auch die Aufgliederung der Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Pickwatch macht für mich insgesamt einen guten Eindruck. Die App ist gut strukturiert und wirkt nicht überladen. Und auch die Analyse meiner Daten war vom Gefühl her zutreffend. Ich denke, je länger man die App nutzt, desto besser werden hier die Werte. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass manches schlecht übersetzt ist bzw. recht holprig klingt. Bei der Analyse meiner Trainings finde ich die Intensitätsbestimmung auch etwas too much. Ich finde, man braucht hier nicht 3 Metriken, eine sollte im Prinzip reichen. Und was die Belastungsbestimmung beim Krafttraining betrifft, gefällt mir das auch noch nicht so gut, da diese viel zu niedrig ist. Athletic bzw. Bevel machen das hier etwas besser. Hier muss man aber auch dazu sagen, dass es die beiden ja auch schon länger am Markt gibt. Was mir auffällt, ist eine Grafik für das ganztägige Stressmonitoring. Bei der Body Battery sieht man das Ganze zwar als so einen grauen Schatten, aber hier würde ich mir definitiv eine schöne eigene Grafik wünschen. Alles in allem ist die App gut, wobei sie für 59,99 im Jahr oder 9,99 € im Monat auch nicht gerade günstig ist. Was denkt ihr? Verwendet ihr bereits Peakwatch oder sind euch die anderen Apps wie Athletic oder Bevel lieber? Dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Mich würde eure Meinung wirklich interessieren. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.